Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die Seele will frei sein. Eine Reise zu sich selbst von Michael A. Singer ist ein inspirierendes Werk für alle, die auf der Suche nach mehr innerem Frieden und Freiheit sind. Singer, einer der renommiertesten spirituellen Lehrer unserer Zeit, nimmt den Leser mit auf eine tiefgründige Reise zu den verborgenen Schichten seines Selbst. Das Buch widmet sich der faszinierenden Frage, wie wir unsere inneren Begrenzungen aufspüren und loslassen können, um wahrhaftige Freiheit und eine neue Lebendigkeit zu erfahren. Singer verwebt persönliche Erlebnisse, spirituelle Erkenntnisse und praktische Übungen zu einer leicht lesbaren, aufschlussreichen Anleitung für jeden, der sich selbst besser verstehen und das Leben intensiver erleben möchte. Das Werk lädt dazu ein, altbekannte Gewohnheiten und Denkweisen zu hinterfragen und vermittelt Wege, belastende Gedanken und Emotionen loszulassen, um die eigene Mitte wiederzufinden. Dieses Buch trifft den Nerv der Zeit, da viele Menschen nach Orientierung, innerer Balance und Sinn suchen. Michael A. Singer bietet nicht nur Denkanstöße, sondern auch Übungen und pragmatische Techniken, um spirituelles Wachstum im Alltag zu integrieren. Besonders hervorzuheben ist die liebevolle Art, mit der Singer dazu ermutigt, das Leben als Lehrer zu begreifen und den Wunsch nach innerer Freiheit zu kultivieren. Ob für Einsteiger oder Fortgeschrittene. Dieses Buch hat das Potenzial, das eigene Leben nachhaltig zu verändern und die Welt mit neuen Augen zu sehen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: das Beobachten des inneren Dialogs. Ein zentraler Aspekt des Buches ist die Fähigkeit, den inneren Dialog wahrzunehmen und zu beobachten. Viele Menschen leben ständig mit einer Stimme im Kopf, die bewertet, kritisiert und kontrolliert. Michael A. Singer erklärt umfassend, wie man beginnt, sich von dieser inneren Stimme zu distanzieren und sie lediglich als Gedankenstrom zu erkennen, der nicht die eigene Identität ausmacht. Durch achtsames Beobachten lernt der Leser, eine innere Distanz zu schaffen, was einen ersten Schritt in Richtung innerer Freiheit darstellt. Diese Praxis hilft, automatisierte Glaubenssätze und alte Emotionen zu enttarnen, indem man einen neuen Bewusstseinsraum schafft. Singer erläutert praxisnah, wie diese beobachtende Haltung im Alltag angewendet wird und wie ihr regelmäßiges Üben zu mehr Gelassenheit, Klarheit und authentischer Selbstwahrnehmung führt. Das Loslassen des Drangs zur Kontrolle über die eigenen Gedanken öffnet nach Singer die Tür zu einer tieferen Dimension des Selbst. Zweitens: die Kunst des Loslassens. Loslassen ist das Kernthema des Buches. Singer lehrt, dass das wahre Glück nicht darin besteht, das Leben und die Außenwelt ständig zu optimieren oder zu kontrollieren, sondern das Innere zu befreien. Das bedeutet, dass man belastende Gedanken, alte Verletzungen und Emotionen akzeptieren und dann loslassen sollte. Der Autor stellt verschiedene praktische Techniken und Denkanstöße vor, wie man sich von alten Mustern löst. Besonders prägend ist die Erkenntnis, dass Loslassen kein einmaliger Akt, sondern ein kontinuierlicher Prozess ist, der Geduld und Disziplin verlangt. Singer verwendet griffige Beispiele, um zu zeigen, wie wir uns oft unbewusst an alten Geschichten, Ärger oder Trauer festklammern, anstatt Raum für Neues zu schaffen. Durch das bewusste Loslassen gewinnt der Leser eine neue emotionale Beweglichkeit und lernt, das Leben wieder unbeschwerter zu genießen. Drittens: das Finden der eigenen Mitte. Ein zentrales Anliegen von Michael A. Singer ist es, den Leser zur eigenen Mitte zurückzuführen. Die eigene Mitte steht sinnbildlich für einen Zustand der inneren Ruhe und Ausgeglichenheit, unabhängig von äußeren Umständen. Singer betont, wie wichtig es ist, sich nicht mit seinen Gedanken und Gefühlen zu identifizieren, sondern aus der Perspektive eines inneren Zeugen zu agieren. Der Autor gibt praktische Tipps, wie man den Kontakt zur eigenen Mitte im hektischen Alltag stärken kann, etwa durch Meditation, Achtsamkeit und bewusstes Atmen. Er zeigt zugleich, warum es essentiell ist, sich nicht von äußeren Auf und Abs aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Wer in seiner Mitte ruht,
begegnet Herausforderungen mit mehr Gelassenheit und behält trotz Stress und Hektik eine klare Sicht auf das Wesentliche. Dies führt zu mehr Lebensqualität und einer tieferen Verbundenheit mit sich selbst und der Welt. 4. Transzendieren von Angst und Begrenzung. Das Buch widmet sich intensiv der Überwindung von Ängsten und inneren Begrenzungen. Singer macht deutlich, dass viele unserer Einschränkungen im Geist entstehen, durch Erfahrungen aus der Vergangenheit, Traumata oder Glaubenssätze. Er zeigt auf, wie man sich diesen inneren Mauern mutig stellt und sie konsequent durch bewusstes Erleben und Loslassen auflösen kann. Praktische Übungen und Fallbeispiele helfen dabei, die eigenen Ängste zu erkennen und zu akzeptieren, statt ihnen auszuweichen. Singer motiviert dazu, den Weg eines spirituellen Kriegers zu gehen und sich immer wieder neu für das Loslassen und das Leben in Freiheit zu entscheiden. Die Transformation von Angst in Mut und Offenheit ist ein bedeutsamer Schritt, der laut Singer jedem Menschen möglich ist und mit tiefem inneren Frieden belohnt wird. Schließlich das Leben als spiritueller Wachstumspfad. Michael A. Singer betrachtet das gesamte Leben als einen kontinuierlichen Lernprozess, der dem inneren Wachstum und der Bewusstseinsentwicklung dient. Er fordert dazu auf, jede Erfahrung, positiv wie negativ, als einen Lehrer zu betrachten, der uns hilft, unsere Begrenzungen zu erkennen und zu überwinden. Singer regt an, eine offene Haltung gegenüber dem Leben und seinen Herausforderungen einzunehmen und den Perfektionismus aufzugeben. Besonders wichtig ist der Gedanke, dass spirituelles Wachstum keine Privatsache ist, sondern sich in Beziehungen, Arbeit und Alltagsentscheidungen ausdrückt. Der Autor gibt Anstöße, wie alltägliche Situationen bewusst als Gelegenheiten zur spirituellen Reifung genutzt werden können. Indem man das Leben in seiner Gesamtheit annimmt und nicht einzelne Erfahrungen ablehnt, entwickelt sich ein tieferes Verständnis für den eigenen Lebensweg und eine größere Zufriedenheit im Hier und Jetzt. Zusammenfassend: Die Seele will frei sein ist ein wahrhaft transformatives Buch, das sich an jeden wendet, der nach mehr innerem Frieden, Authentizität und Lebensfreude sucht. Besonders geeignet ist es für Menschen, die sich nicht länger mit Oberflächlichkeiten oder äußerem Erfolg zufrieden geben wollen, sondern einen tieferen Sinn und eine nachhaltige Veränderung ihres Bewusstseins anstreben. Auch für jene, die in schwierigen Lebensphasen Orientierung oder einen neuen Zugang zum eigenen Selbst finden möchten, bietet das Buch wertvolle Impulse und praktische Werkzeuge. Michael A. Singer punktet mit seiner lebensnahen Sprache, tiefgründigen Einsichten und dem Mut, spirituelle Weisheiten in den Alltag zu holen. Im Vergleich zu anderen Büchern im Bereich Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung überzeugt dieses Werk durch seine Authentizität, die gelungene Verbindung von Theorie und Praxis sowie einen ganzheitlichen Ansatz, der den Menschen in seiner Gesamtheit betrachtet. Statt schnelle Lösungen oder oberflächliche Ratschläge zu bieten, lädt Singer zu einer nachhaltigen, schrittweisen und liebevollen Veränderung des Selbst ein. Das Lesen eröffnet neue Perspektiven auf das eigene Leben, stärkt die Fähigkeit zum Loslassen und ermutigt zu einem freieren und friedvolleren Umgang mit sich selbst und der Welt. Wer bereit ist, seine innere Welt zu erforschen und mutig neue Wege zu beschreiten, findet in diesem Buch einen einzigartigen und vertrauenswürdigen Begleiter. Wenn Sie unterstützen möchten, Michael A. Singer, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.